Liebe Druckerbesitzer, willkommen zu diesem Video. Das ist das Bild, das Sie sehen, wenn Sie sich angemeldet haben und auf Weiter drücken. Ganz wichtig ist, bitte unbedingt als allerersten Schritt die Einstellungen einstellen. Hier geben Sie Ihrem Profil einen Namen, ganz wichtig die Telefonnummer, bitte das Land, die Stadt, die Adresse ganz genau. Auch die Lieferadresse kann man kopieren. Und ganz wichtig ist, wenn Sie eine Firma sind, dann bitte die Steuernummer eintragen und beim Speichern prüfen wir die Steuernummer, um den Gesetzen zu entsprechen. Die Anfragen sind für Sie nicht so wichtig. Zu dem Prozess zum Drucken kommen wir gleich. Jetzt fangen wir an, wir legen einen neuen Drucker an. Wie ist der Vorgang? Sie gehen auf neuen Drucker. Sie geben dem Drucker einen Namen, ein bester Drucker. Essentiell ist die Variante des Druckers. Hier nehmen wir PETG oder PLA, je nachdem was Sie haben. Wir brauchen einen weißen Drucker. Hier entscheiden Sie für das Handling des Druckers, wie viel Sie in Euros haben wollen. Hier wollen Sie, wie viel Sie haben wollen für die erste Stunde und für jede weitere Punkte. Da geben Sie einfach einen 1er ein oder die API-Endpoint-Adresse. Zu diesen beiden Daten kommen wir später. Und dieser Button ist visible, wird noch ausgebaut, er hat momentan keine Funktion. Wenn Sie jetzt auf Speichern drücken, bekommen die Administratoren vom System eine Druckeranfrage. Sie sehen den Drucker jetzt hier im System. Mein bester Drucker. Der Kunde wird nur diesen Namen sehen vom Drucker. Ganz wesentlich ist, dass Sie das Material und die Farbe, die Sie eingespannt haben, eingeben können, weil Sie können den Drucker in Zukunft dann auch online setzen. Sie sehen hier den Status. Da geht es darum, was passiert gerade mit dem Drucker. Ja? Und hier ist, welcher Druckerstatus es ist. Wenn der Drucker in Wartung ist oder defekt ist, bitte auf nicht verfügbar setzen. Manuell ist der normale Status, wenn Sie händisch vorgehen. Oder später zeige ich in anderen Videos, wie Sie ihn online setzen können. Und dieser Status wird vom Online dann abgedatet. Sprich, dort läuft ein Octoprint oder ein Ultimaker und der Kunde kann sehen, was gerade mit Ihrem Drucker passiert, wenn er online ist. Das bedeutet, er steht zur Verfügung, er ist gepaust, er druckt gerade, er ist fertig oder es ist Afterprint, das heißt, der Drucker ist fertig. Jetzt speichern Sie den Drucker. So, und die Administratoren bekommen dann den Drucker, das zeige ich Ihnen kurz, auf nicht überprüfte Drucker. Dort erscheint Ihr Drucker und hier kann der Drucker freigegeben werden. Und wir haben den Prozess normalerweise so, dass Sie einen Testdruck an uns schicken oder an einen Administratoren schicken, Sie kriegen eine E-Mail, dann spielen wir den Prozess einmal durch, wir beobachten die Qualität und wenn die Qualität passt, dann werden im System aufgenommen und Sie können drucken, dauert normalerweise die Postlaufzeit plus einen Tag und Sie können drucken.